Herzlich willkommen zu Golf Country Club Förderhof. Ich bin Andrew Lee. Das Thema heute ist Grobform Putting Etikette. So was wir eigentlich wissen müssen für unsere Platzreife, wenn wir auf dem Putting Grün sind. So ihr weißt, wie das Setup ist, wie das Technik ist, dass man guten langen Putts machen, dass man dann auch kürzeren Putts einlocken kann. Man soll das Grün lesen, man soll ein Gefühl für das Putting Grün bekommen, dass man richtig zielen kann. Aber es gibt auch ein paar Dinge, auf was wir uns dann konzentrieren müssen, was ganz schnell Routine sein wird, aber sehr wichtig sind für die Platzreife und in die Zukunft, wenn ihr Turniere spielt. Ich bin hier auf dem Putting Grün. Ich habe dann ein Loch hier, das ist Loch 4. So vorstellen, dass ein Fahne drauf hat. Das ist mein Loch. 3 Leute spielen zusammen. Ich habe einen Ball hier auf dem Grün, noch einer, aber dann einer auf dem Vorgrün. Ich spiele mit 2 anderen Leuten. Wir haben alle Annäherungsschläge gemacht. Für die Leute, wo der Ball auf das Grün aufgekommen ist, wir sollten nach einem Pitchmark suchen. Und ein Pitchmark ist eine Markierung auf das Grün, wo unser Ball gelandet hat. Und egal ob das unser eigener ist oder von jemand anderes, wir sollten immer Pitchmarken auf das Grün dann ausbessern. Das ist besser für den Zustand auf das Grün. Dann von die 3 Bälle, ich kann der Ball, der so im Loch ist, markieren, diesen zweiten Ball auch markieren, aber diesen Grün auf dem Vorgrün darf ich nicht markieren. So wenn ich zu dem Ball gehe zu markieren, ich habe hier einfach eine kleine Münze, ich kann eine richtige Marke kaufen. Best Practice, was ich empfehlen würde, ist immer der Marker hinter dem Ball. Marker ist erst am Boden und dann den Ball aufheben. Und dann, wenn ich meinen Ball wieder hinlegen würde, wenn der Ball markiert ist, ich darf den Ball drehen. Und das ist das Grund, dass wir Linien auf dem Ball benutzen dürften, uns auszurichten. So, ich bin hier auf dem Grün, ich darf den Ball markieren. Die zweiten Ball von meinem Mitspieler, das kann ich selber markieren, aber die können das auch markieren, weil ich würde das auch empfehlen, weil der Ball soll nicht den Weg von bei meinem Putt oder dem Putt von die dritte Spieler in unserer Flight. Wenn dieser Spieler spielt, dann wird einer von den beiden Bälle treffen. Es gibt keinen Strafschläge, weil der Schlag von außerhalb des Grün gemacht wird. Aber wenn ich meinen Putt auf das Grün mache und ich würde einen Ball von jemand anderes treffen, ich würde dann 2 Strafschläge selber bekommen, weil ich den Schlag gemacht habe. So, ich würde immer das lieber haben, dass mein Mitspieler wird ihren Bälle dann markieren, dass ich keine Gefahr habe, die Bälle dann zu treffen. Aber nicht vergessen, Ball außerhalb des Grün, ich kann da keinen Strafschläge bekommen. Was passieren wird, egal ob ich Strafschläge bekomme oder nicht, der Ball, was gespielt ist, wo er zur Ruhe kommt, man wird von da weiterspielen. Der Ball, was nicht in Bewegung war, aber nur so in Bewegung war, nachher getroffen war, ich würde ihn dann zurücklegen auf die gleichen Stelle und von da weiterspielen. Aber nur Strafschläge, wenn ich auf dem Grün bin und nur wer das Putt gemacht hat. So, wenn wir die Bälle hier markieren, wir sollten auch vorsichtig sein, dass wir nicht auf die Puttlinie von unserem Mitspieler gehen. So, manchmal können wir, die Puttlinie ist nicht immer von Ball direkt zu dem Loch, weil wir Wellen auf dem Grün haben. So, zuerst bis du das Gefühl hast, wo die Puttlinie sein wird, ich würde eher empfehlen, komm hier auf diese Seite von die Bälle oder auf die anderen Seite von das Loch vorbei, dass du nie auf die Puttlinie
von einem Mitspieler gehen wird. Und wenn du unsicher bist, ob du auf die Linie von einem Mitspieler stehen würdest, dann einfach den Ball markieren und lass diese erst dann spielen. Weil die Regel ist, wer weiter weg von dem Loch ist, soll normalerweise zuerst spielen. Also, wenn wir den letzten Schlag gemacht haben und wir sind sicher, wir können dann ziemlich schnell einlochen, das Loch zu Ende bringen, dann würden wir einlochen. In diesem Fall hier, wir haben 3 Bälle auf dem Grün. Wenn der Spieler hier außerhalb dem Grün spielen wird und er würde einlochen, es gibt keine Strafe, wenn die Fahne in das Loch ist, weil er außerhalb des Grüns ist. Bei meinem Ball, bei dem zweiten und bei dem dritten Ball hier näher zu die Fahne, wenn wir da einlochen würden, wenn die Fahne im Loch ist, dann bekommen wir 2 Strafschläge. So, es gibt 3 Möglichkeiten für das Spieler, wer außerhalb des Grüns ist. Sie können mit die Fahne spielen, sie können ohne und sie können auch dann die Mitspieler bitten, dass sie die Fahne bedienen würden. Das bedeutet, als der Schlag gemacht ist, Fahne ist im Loch, aber ein Mitspieler wird dann die Fahne rausnehmen, vor dem Ball zu dem Loch kommt. Wenn wir auf dem Grün sind, wir haben nur 2 Möglichkeiten, bedienen oder ohne Fahne zu spielen. Es gibt keine Regel, wann wir das tun müssen, das ist unsere Entscheidung. So, wenn ich jetzt diesem Spieler war und ich mache einen Putt auf das Loch, leider nicht eingelocht. Jetzt muss ich die Entscheidung treffen, möchte ich zu Ende spielen oder nicht zu Ende spielen. Also ich sage zu Ende, aber ich habe mich hier beeilt, so das würde ich nicht empfehlen. Immer Zeit nehmen, man dürft das Putt immer lesen. So, ich habe eingelocht. Ich bin jetzt fertig mit dem Loch. Ich würde dann die Fahne holen, dass ich bereit bin, wenn die beiden zu Ende gespielt haben, dass ich dann sofort die Fahne wieder ins Loch reintun kann. Dass wir dann schnell wie möglich runter von das Grün gehen können. Ich würde die Ergebnis von diesem Loch, ich würde eintragen auf dem Weg zu dem nächsten Abschlag oder auf dem nächsten Abschlag. Ich würde nicht auf das Grün bleiben und dann sehen, wie viele Schläge habe ich gebraucht. Ich möchte dann, wenn ich fertig bin, dass ich schnell runter von das Grün dann gehe. Okay, so ein paar Etikette- und Golfregeln, wenn wir auf dem Grün sind. Die würden Routine werden und aber wenn ihr dann durch die Golfregeln dann lest und dann geht zu www.golf.de und geht zu dem Regeln-Bereich, ihr wird dann auch weitere Informationen über Regeln auf dem Putting Grün und Etikette auf dem Putting Grün dann finden. So, viel Spaß und bis nächstes Mal. Tschüss.